this is a really big moment for Europe in understanding what it is as a continent, what it is as a European Union, what it is as a collection of different countries, and whether and where we go forward from here. This is something at the BBC that we're covering over the coming year. Does Europe have an identity crisis, and where is it going? Does it know what it wants? Is there one view about that? Should there be one view about that? And I think all of the different countries that make up this continent, will have their own view. And is it necessary for them to have one single view about the way forward? It's big questions. Hier kommen wirklich Medienmacher, Journalisten aus ganz Europa, zum Teil auch noch von weiter weg hin. Und die haben naturgemäß ganz andere Ansichten als die Menschen, die man jeden Tag in der Redaktion trifft. Natürlich tendieren wir Journalisten dennoch immer ein Stück weit dazu, in journalistischen Kategorien zu denken. Deshalb ist es gut, dass das Forum, dass das Kolloquium auch immer noch Leute von außen bringt, Politiker, Historiker, die dann sozusagen für noch etwas mehr Disruption sorgen. Das ist das Besondere an M100. I'm very pleased to be at the M100 Sanssouci. It's a wonderful opportunity to hear what journalists from so many different countries are feeling about the same issues of our day, and there's nothing more important than the US-Europe relationship at this moment. The post-war world was built on the basis of a collapse, and it worked very well. It got us back to the most unbelievable positive situation we could imagine. We are now into a new world. We don't want to have to rebuild it on the basis of collapse. I don't think we will. But to do so, it will be important to remember what is going on and not try to preserve the past when in fact the past is long since past. A good critical journalism is one of the most central challenges in the fight for democracy. Wie gehen wir Journalisten mit Politikern wie Donald Trump um? Wie gehen wir Politiker mit Parteien wie die AfD um? Mit Politikern wie Salvini in Italien, Orban in Ungarn? Ich glaube, das ist die Gretchenfrage, die sehr wichtig ist, weil es ein Dilemma natürlich posiert. Es gab Stimmen, die gesagt haben, nein, wir müssen nicht jedem Tweet hinterherhecheln. Jede Aussage der AfD, jede Aussage von Donald Trump. Das fand ich schon eine sehr spannende Diskussion, auch im internationalen Kontext. Wir haben ja mit verschiedenen Partnern in Europa, aber auch transatlantisch im Moment Schwierigkeiten. Und man muss solche Zeiten überbrücken und Kontakte helfen dabei, dass man dann vielleicht für die Zukunft, wenn sich mal wieder politisch was verändert, dass wir dann besser aufgestellt sind. Der Journalismus war noch nie ein besonders vornehmer Beruf, aber jetzt wird er zu einem gefährlichen. Und das auch im Herzen Europas. Auch dafür steht Denis Yücel. Er hat eine Erfahrung gemacht, die ein Trend unserer Zeit ist. Die Frage, was ist mutiger Journalismus heute, wird damit also zu einer ganz konkreten, einer ganz persönlichen. Halte ich noch stand, halte ich das noch aus? Eine Frage, der wir uns alle stellen müssen. Die Frage der Pluralität der Meinungen im Journalismus ist aufgerufen. Wenn der Eindruck entsteht, es gibt nur eine Haltung des Journalismus gegenüber Tatsachen oder gegenüber Politik, dann delegitimiert sich die freie Presse selbst. Heute ehren wir einen Journalisten mit genau dieser Haltung und mit genau diesem Mut. Und deshalb, lieber Herr Yücel, ich wünsche mir, dass viele sich ein Beispiel an Ihnen nehmen, sich nicht einschüchtern lassen von einem Staat, aber eben auch nicht einschüchtern lassen von den Erwartungshaltungen, was andere glauben, was sie für eine Meinung vertreten sollten. Die Erdogans, Orbans und Trumps, die Putins, Salvinis, Maduros und wie sie alle heißen, verbindet, dass sie zwar nicht durch Gewalt an die Macht gekommen sind, sondern durch mehr oder weniger freie und faire Wahlen.
Für ihre Legitimation brauchen sie die Bestätigung durch den Wähler und verachten dabei doch alles, was über die reine Akklamation der bestehenden Herrschaft hinaus eine Demokratie auszeichnet. Die pluralistische Gesellschaft, die Vielfalt der Lebensentwürfe, die materiellen Grundlagen der Freiheit, die Teilhabe der Opposition und natürlich die Existenz einer freien und kritischen Presse. Aber gerade weil sie den Anschein der Demokratie so dringend brauchen, sind sie auch mit demokratischen Mitteln am besten zu bekämpfen. Nicht zuletzt mit dem Journalismus, den sie so sehr hassen. Ich danke noch einmal für den M100 Media Award. Ich danke nochmals all meinen Unterstützerinnen und Unterstützern und ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.